Ja, reden wir über die aktuelle politische Lage. Zugeschaltet ist mir nun Ricarda Brighton aus unserer Politikredaktion. Guten Morgen, Ricarda. Friedrich Merz gibt also nun ein Versprechen ab. Morgen. Wie riskant ist auch dieses Manöver, das er jetzt durchzieht? Ja, er hält an seiner Linie fest, all in zu gehen in der Wirtschafts- und der Migrationspolitik. Das hat er ja nach den Anschlägen von Aschaffenburg und Magdeburg ausgegeben. Und ich glaube, dieses Versprechen abzugeben, jetzt auch hier eine Garantie einer Wende zu haben, ist nicht so riskant wie das Image, das er jetzt hat nach den Abstimmungen in der letzten Woche. Das Image, das ihm von dem anderen Lager sozusagen angeheftet wird, ein Zocker und Spieler zu sein bei der Frage, wie er diese Asyl-Migrationswende umsetzen wird. Also natürlich wird an Tag 1, sollte er Kanzler werden, nicht alles umgesetzt werden können, was Merz jetzt verspricht. Aber ich glaube, die erwarten einen Mann, der hart in der Sache ist, der dafür einsteht, was er verspricht, die Dinge einfach mal versucht, ohne auf rechtliche Bedenken zu achten. Ich glaube, da reicht den Menschen einfach dieses Versprechen, das er jetzt ein bisschen im Trump-Style ja abgegeben hat. Ich mache ab Tag 1 das. Das ist diesen Menschen wichtig. Es kommt nicht so darauf an, ob es jetzt 1, 2 Wochen oder 3 Wochen dauert und ob dann alles so umgesetzt wird, sondern dass einfach mal jemand sagt, ich mache das jetzt. Aber das Problem des Zockers, das Image des Zockers, das ihm anhängt, ich glaube, das wird noch ein Problem im Wahlkampf sein. Ricarda, und das ist ja interessant. Was ist denn dann mit SPD und Grünen? Denn das gesamte linke Spektrum hat ja nun dieses Wahlkampfthema entdeckt und mobilisiert. Der Zocker Friedrich Merz. Das zeigen ja auch Tausende auf den Straßen der Republik. Ja, das ist ziemlich riskant, weil es kann nicht im Interesse von Friedrich Merz und seiner CDU sein, zu den Unanständigen gezählt zu werden. Also heute mobilisiert ja das Bündnis Aufstand der Anständigen in Berlin und zieht dann bis vor das Konrad-Adenauer-Haus. Und das ist natürlich überhaupt nicht im Sinne von Friedrich Merz, dass er das andere nicht sie will ja gerade zu den Anständigen gehören. Sie will nicht mit der AfD zusammenarbeiten. Und das bröckelt eben dieses Image oder diese klare Haltung seit letzter Woche massiv, seitdem es diese beiden Abstimmungen im Bundestag gegeben hat. Ich glaube, es gibt einen Teil der Gesellschaft, denen ist das egal, denen ist auch das Abstimmungsverhalten im Bundestag egal. Die sagen, das ist keine Zusammenarbeit, Hauptsache es passiert was. Aber es gibt eben auch diese Menschen, die jetzt auf die Straße gehen. Und ich glaube, das reicht bis in die CDU-Wählerschaft rein. Das sind die ehemaligen Merkelianer, die sich ja da noch darunter befinden. Die wollen das nicht. Die wollen nicht den Ruch des Anrüchigen haben, wenn sie auch nur in den Verdacht gestellt werden, mit der AfD gemeinsame Sache gemacht zu haben. Und wir haben es eben gehört, jetzt wirft ja ausgerechnet Robert Habeck Friedrich Merz vor, dass man ihm nicht mehr glauben kann. In welchem Film sitzt denn eigentlich der grüne Kanzlerkandidat? Heizungschaos, Besteuerung von Kapitalanträgen für Sozialabgaben, die Northvolt-Pleite und die grüne Gelbhaar-Affäre. Versucht Habeck damit tatsächlich von seinem Versagen auf Kosten von Friedrich Merz abzulenken? Ja, das ist natürlich sehr interessant, was wir jetzt auf den letzten Metern des Wahlkampfs erleben, weil du hast völlig recht. Ich glaube, jede Partei muss sich hier vorwerfen lassen, sich entweder Dinge tatsächlich nicht eingehalten zu haben oder sich auch nicht mehr zu erinnern. Wir erinnern uns auch an Olaf Scholz, der diverse Gedächtnislücken aufgewiesen hat in der Warburg-Affäre und sich nicht mehr erinnern kann. Das spielt alles keine Rolle. Der Fokus liegt auf Friedrich Merz, weil er natürlich das Thema jetzt gesetzt hat. Und übrigens zur Glaubwürdigkeit der Grünen, da gibt es noch eine ganz kleine Anekdote jetzt aus früheren Zeiten im Bundestag. Wir haben jetzt ja alle den Eindruck, dass die Union das allererste Mal auf Bundesebene dieses Gesetz jetzt hier zur Abstimmung gestellt hat und die Stimmen der AfD in Kauf genommen hat, zum allerersten Mal diesen Tabubruch gewagt hat. In der Größe stimmt es. Aber es gab davor schon im Bundestag Ausschüsse, wo über Anträge der AfD verhandelt wurde. Und es gab in der letzten Legislaturperiode den kuriosen Fakt, dass dort einmal im Ausschuss für Arbeit und Soziales die AfD was vorgestellt hat, dem wiederum die Grünen zugestimmt haben als einzige Fraktion. Das war nur im Ausschuss, das war nachher nicht im Plenarsaal. Aber es gab also schon einmal gemeinsame Abstimmung, sogar im Bundestag. Deswegen ist das auch mit der Dramatik, mit der das jetzt hier von Grünen und SPD geschildert wird, vielleicht nicht so weit her. Ricarda, danke für deine Einordnungen an diesem Sonntagmorgen.